Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal ist das Päckchen leider gar nicht so groß, das wir bestellt haben. Aber es sind dafür umso coolere Sachen im Päckchen, deswegen freuen wir uns trotzdem. Ja, hoffentlich. Wir haben noch nicht reingeschaut. Dieses Mal ein Bricklink-Paket aus Litauen. Warum haben wir das bestellt? Naja, es gibt manche Teile leider im Legoland nicht. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Teile im Legoland bestellt, sind da noch gar nicht fertig mit allem Sortieren und Verbauen. Ein paar Teile fehlen uns aber schon längere Zeit. Rita ist unglücklich gewesen, deswegen haben wir bestellt. Es ist heute ein kleiner, aber feiner Haul und weil ihr gerne wisst, was wir so an Teilen reinbekommen, haben wir uns gedacht, wir schauen uns auch den mit euch an. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr ordentlich verpackt aus hier. Übrigens war bitte nicht nur ich unglücklich, sondern auch meine Mutter, die am Zoo weiterbauen wollte und das nicht konnte. Also ich will ja nicht sagen. Genau. Leider wahr. Beginnen wir gleich mal mit diesen Teilen hier für den Zoo. Und zwar haben wir diese 1x4 und ich glaube es sind noch 1x2 Log Pieces, also diese Baumstammteile gekauft. Die gibt es zwar im Legoland, sind dort aber relativ teuer. Wir haben jetzt einen Verkäufer auf Bricklink gefunden, der die großen um, ich glaube, 4 Cent verkauft und die kleinen um 2,5, wenn ich mich nicht täusche, und auch relativ humane Versandkosten nach Österreich hatte, deswegen haben wir eben die dort gekauft. Hier ist noch das Säckchen mit 1x2ern und ich denke mal, dass wir die Wände der Gehege und auch die Außenwände des Zoos damit jetzt eigentlich ganz gut schaffen sollten. Ich hoffe es zumindest. Genau. Ja. Übrigens, falls ihr euch fragt, was schaust du da so genau? Ich schaue nur, alles gut. Weil Christoph gesagt hat, es zahlt sich eben nicht aus im Legoland. Wir haben das auch in einem Video besprochen, beziehungsweise du, desto größer und schwerer die Teile, desto weniger zahlt sich in den meisten Fällen aus, dass man es eben dann bei diesem 100 Gramm, bei dieser 100 Gramm Aktion mitnimmt. Richtig, ja. Übrigens, wir haben noch immer kein genaues Shopping-Video zum Fabrikshop gemacht. Tut uns leid, aber das ist so aufwendig und das kommt irgendwann noch, versprochen. Dann, Rita, was möchtest du als nächstes herzeigen? Auch zum Zoo, ja. Genau. Das sind diese Stempen oder wie auch immer man die nennt. Genau, da haben wir diese bestellt. Ihr wisst, wir haben die zwischen den Fensterpaneelen, haben wir immer die zwischendrin, damit es einfach, ja, ein bisschen irgendwie netter aussieht, denn wenn es nur Fensterfront ist, war uns irgendwie zu fad und mit diesen zwischendrin schaut es dann eigentlich ganz cool aus. Außerdem ist es ja, wir haben 4er und 2er bei den Log Pieces und hier haben wir dann auch mehr oder weniger 1er, die gleich in Kombination sind. Dann haben wir für den Zoo noch bestellt, weil uns die komplett ausgegangen sind. Grüne Plates, 1x-Plates, die waren auch sehr günstig, ich glaube unter 2 Cent das Stück, 1x6er sind das und dasselbe, wenn ich mich nicht täusche. Oh, da ist ein Säckchen irgendwie aufgerissen, sehe ich gerade, aber das macht nichts. Dasselbe auch in Reddish Brown, also 1x6er Plates in Reddish Brown. Für den Zoo, weil wir ja dort den Boden noch mehr oder weniger platen müssen. Wir haben jetzt schon mehrere Vorschläge von euch bekommen, ob wir den Zoo nicht um einen Brick erhöhen sollen, dass die Gehege dann mehr oder weniger ein Stockwerk tiefer sind, so wie es Jangbricks damals gehabt hat. Das finde ich von der Idee her sehr cool. Wir müssen noch schauen, ob sich das bei uns irgendwie realisieren lässt. Das wäre mehr Arbeit, aber würde auf jeden Fall toll aussehen. Definitiv. Ja. Aber jetzt alles wieder abreißen. Na gut, wir schauen mal. Ich glaube, das war's für den Zoo. Dann haben wir noch fürs Hochhaus, für das neue Shopping Center Hochhaus und auch für den Vergnügungspark 1x2er Plates in Dark Tan. Die sind leider extrem teuer. Ich weiß nicht, warum Dark Tan Plates so teuer sind. Auch die Fliesen sind leider nicht billig, deswegen haben wir hier leider nur so ein kleines Säckchen. Ich wollte gerade sagen, war nicht Dark Tan eigentlich mal eine Farbe, die relativ billig war? Bei vielen Teilen ja, aber es gibt Teile, die sind extrem teuer leider auf Bricklink und auch sonst überall. Und dann haben wir in Medium Nougat 1x2er Bricks, die kommen auch ins Hochhaus und zwar habe ich da damals zu wenig bestellt. Und nicht auch noch in die Rentiere? Bei den Rentieren gehören sie auch hin, richtig, weil die ja entweder Sattel brauchen oder das hier, vollkommen richtig. Ein Loch im Rücken. Ich hätte sie jetzt lieber für das Hochhaus genommen, aber was soll's. Und dann haben wir hier noch für die Ornamente an den Rundfenstern so, ich weiß nicht, sind das Zylinder oder Cones, 2x2er in auch Dark Tan, da habe ich auch schon mal welche bestellt gehabt, aber zu wenig. Das gefällt mir dort eigentlich ganz gut, also so wie R2D2, der Oberteil sieht das aus.
Ein Traum. Okay. Dieses Hochhaus, ich sag's euch, es wird ein Traum. Rita, du nimmst das nächste und ich schau mal, was hier passiert ist. Hier hat er für Bäume oder haben wir uns für Bäume diese Teile hier ausgesucht. Ihr wisst, wir haben sehr viele Blätter gekauft im Legoland, aber dann braucht man natürlich auch die passenden Stämme dazu und für ein bisschen größere Bäume haben wir diese hier gekauft. Da haben wir ja auch im Legoland diese flachen 2x2 rund mit diesen Henkeln heraus. Richtig, gekauft, genau, damit man da Riesenbäume passt. Für ein paar klassische Bäume in Wild City auf jeden Fall zu empfehlen. Oh no, da sind die ganzen Jumper Plates. Ja, also ich kann euch das schnell zeigen, da fehlen ein paar. Wir haben 1000 2x2 Jumper Plates bestellt für unsere Gehsteige, für unsere Straßen. Die waren auch extrem günstig dort. Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, weniger als 2 Cent gekostet. Ich kann euch das dann zeigen, wenn wir fertig sind mit dem Ganzen. Da sind sehr viele rausgefallen, aber das Säckchen ist nicht aufgerissen, es ist nur oben aufgegangen. Kein Problem. Ja. Okay. Rita? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das erinnert mich fast ein bisschen. Kennt ihr das? Diese Fliegengitter, die manche Leute haben beim Rausgehen auf dem Balkon? Eigentlich nicht. Es sind goldene Ketten, die sich Christoph da bestellt hat. Für was hast du die bestellt? Ich glaube, für den Piratenvergnügungspark-Teil. Richtig. Damit die Leute da nicht ins Wasser reinfallen, mache ich da so eine kleine Umzäunung. Und die Ketten hatten wir in dunkelgrau und ein paar, ich glaube, transparent neongrün, aber die haben mir irgendwie dort nicht gefallen. Ich habe mir gedacht, das muss Gold sein. Jetzt hat es die dort gegeben. Übrigens war Gold auch, wenn ich mich nicht täusche, die günstigste Farbe sogar bei dem Verkäufer. Interessant, perfekt. Sehr interessant. Dann haben wir zweimal, warum ich das bestellt habe, weiß ich nicht, hier mit diesen Stickern, Item Market, also wenn wir vielleicht wieder mal irgendeine Wand verschönern müssen in Form eines Graffitis, dann passt das vielleicht auch ganz gut. Das waren 2 Einzelstücke, die habe ich einfach so mitgenommen, weil sie mir ganz gut gefallen haben. Uns was einfallen lassen. Genau. Und dann hat er noch andere bedruckte Sachen ausgewählt. Die hier habe ich mir gewünscht. Das sind diese Milchpackungen, wo man dann nur quasi eine Cheese Slope oder sowas draufgeben muss und dann ist das eine süße kleine Milchpackung. Denn vielleicht sollen die Einwohner von Wild City definitiv ein bisschen mehr Milch trinken. Ich weiß es nicht. Dann noch Bullseye, Airborne, Spoiler, Razor, was auch immer, keine Ahnung. Leider nicht bedruckt, sondern nur beklebt. Aber das ist auch ein Teil, welches mir gut gefallen hat und da habe ich zugeschlagen. Ihr wisst ja, wir sortieren uns die Teile immer auch nach dem Preis. Man kann ja sortieren nach Preis und dann aufsteigend. Und da waren ein paar coole Teile eben bei den allergünstigsten Teilen des Bricklink Shops dabei. Und da habe ich mir gedacht, die schnappen wir uns. Das ist Hundefutter oder was auch immer. Eine Hundefutterpackung, genau. Eine Tier-Zoohandlung wieder mal erweitern möchten. Oder vielleicht, wir haben ja auch eine Minifigur gerade mit dieser Packung aus dem Hundeshop herausgeht. Ihr erinnert euch? Rita hat schon wieder Ideen, so soll das sein. Genau. In der Nähe vom Freibad ist da so ein Laden. Ja. Finde ich auch cool. Dann haben wir ein kleines Säckchen hier, erstens mal mit so blauen Hosen, die finde ich ganz cool aussehen. Hier mit so einer, ich weiß nicht, was das ist, mit einer Taschenlampe und Kette. Also die sind, glaube ich, ursprünglich von einem Polizeiset, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die kann man auch so jederzeit mal einer normalen Figur anziehen, denke ich mal. Und dann haben wir noch genommen, weil die auch sehr billig waren. Und wir haben jede Menge Arme. Ich weiß nicht warum, wir haben mal bei einem Konvolut sehr viele Arme bekommen. Einen Torso eben ohne Arme mit dem Aufdruck vorne und hinten Extreme. Hier haben wir jeweils 6 oder 7 Mal. Ich glaube, die haben 2 oder 3 Cent gekostet. Oder wenn wir wieder mal ein Bekleidungsgeschäft machen, genau, dann kann man die brauchen. Oder wir hängen einfach Arme ein, die uns übrig geblieben sind. Und dann haben wir noch auch einfach aus Jux und Tollerei bestellt, jede Menge blaue Hosen und jede Menge rote Hosen. Die waren relativ günstig. Mittlerweile sind ja diese Figurenteile auch schon sehr teuer geworden, aber die haben wir noch zu annehmbaren Preisen bekommen. Sind zwar jetzt nichts Besonderes, aber blaue und rote Hosen kann man immer einfach mal haben, denke ich mir. Also das ist ganz in Ordnung. Dann haben wir noch, also wie gesagt, hier in dem Hauptsäckchen sind unten jetzt noch jede Menge dieser grauen 2x2 Jumper Plates drinnen.
Die werden wir nachher wieder umsortieren. Und dann haben wir noch ein Teil, wo keiner weiß, wo das herkommt. Ich glaube, nicht mal Rita hat eine Ahnung, was das für ein Teil ist, aber sie wollte es. Ich bin gespannt, wo das in Wild City einziehen wird. Das ist das Teil, bei dem Frozen Castle war ja dieser, und ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, diese Kuschelpuppe, dieser Pinguin von den beiden, von Anna und Elsa. Und der war als Ersatzteil noch ein Kopf dabei. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich kaufe noch einen zweiten Unterteil, damit der quasi vervollständigt ist und den kann man ja dann irgendwo zum Beispiel in einem Disney-Shop verkaufen. Gute Idee eigentlich. Hat es da nur einen gegeben oder warum hast du nur einen genommen? Ich brauche nur einen, ich habe nur einen Ersatzkopf. Rita ist bescheiden, ja, ganz cool. Und dann haben wir, falls ihr euch fragt, warum wir keine Figuren bestellt haben, der Shop hatte leider sehr wenige Figuren und die haben Rita nicht gefallen. Wir haben stattdessen trotzdem Figuren bestellt, glaube ich, aber andere. Zeigen wir euch gleich. Der Shop hatte, und das haben nicht viele, das finden wir cool, sehr viele Duplo-Teile. Und da haben wir einerseits zweimal diese 2x4-Plate in dunkelgrau bestellt. Tim hat nämlich zu Weihnachten von seinem Onkel die große Duplo-Ritterburg bekommen. Das war ein privat gekauftes Set, eben diese Flagge ist auch davon dabei. Das war ein cooles Set, da ist sogar noch mehr oder weniger ein zweites Set und ein zweiter Drache dabei. 48, 75 oder so ist da die Setnummer gewesen. Und da haben ein paar Teile gefehlt, dafür war sie relativ billig. Jetzt können wir die Ritterburg mehr oder weniger damit vervollständigen. Und dann, die haben Rita sehr gut gefallen, gab es dort, ich weiß nicht, ob das günstig oder teuer ist, um etwa 70 Cent gab es dort jede Menge Duplo-Figuren. Da haben wir uns ein paar genommen, weil er eben sehr, sehr gerne mit Duplo spielt. Hier haben wir eine Zoowärterin und zwei bemützte Männer. Bemützte, einer sogar mit einem Regenwurm in der Tasche. Sehr, sehr süß. Ja, also die habe ich nicht besonders teuer gefunden, die waren in Ordnung. Oh, wir haben schon noch was aus Lego auch. Soll ich das euch zuerst zeigen? Für das legendäre Castle, wo waren die Teile? Für das legendäre Castle Löwenstein, da fehlen uns ja leider auch noch immer irgendwelche Teile. Ich bin schon gespannt, ob das wahr ist, dass wir diese Teile noch nicht haben. Auf jeden Fall haben wir sie jetzt bestellt. Da ist ja in den Gemächern so eine Rüstungskammer und da hat noch dieser, ich glaube, das ist Flat Silver Helm gefehlt und auch dieses Rüstungsteil. Die sind extrem schwer zu bekommen, gibt es irgendwie nirgendwo. Dieser Verkäufer hatte diese beiden Teile und da habe ich mir gedacht, komm, die bestellst du mal, dann können wir das Schloss Löwenstein wieder um ein kleines bisschen weiter vervollständigen. Ich finde es ja nur gut, dass wir von diesen blöden Helmen eine ganze Schachtel voll haben, aber natürlich genau nicht in dieser Farbe, wo man es braucht. Wie Rita sagt, richtig. Ja. Ich glaube, wir haben 200 weiße Helme, 500 schwarze Helme, aber leider keinen in diesem Flat oder was auch immer, Pearl Silver. Müsste man eigentlich einfärben, aber machen wir natürlich nicht. Gut, und dann haben wir auch noch diesen LKW-Truck, was auch immer, entdeckt und den haben wir auch gleich mitbestellt, denn Autos ist ja genauso wie mit Zügen, die kann man immer haben und ich finde den eigentlich echt cool und da kann man eben den Anhänger hier runtergeben beziehungsweise dann wieder draufhängen und das finde ich eigentlich echt eine coole Sache, muss ich sagen. Mir hat das gefallen, wir haben dann noch ein bisschen geschaut. Ihr wisst ja, ursprünglich haben wir den Shop gefunden, weil wir diese Log Pieces dort bestellen wollten. Also das war mehr oder weniger der Aufhänger, warum wir dann dort in Litauen bestellt haben. Und wir haben dann noch ein bisschen geschaut und dann ist eben der Versand bis zu, ich weiß nicht wie viel Gramm, um den einen Preis gewesen und dann haben wir noch ein bisschen geschaut und ich habe dann auch gesehen, dass es wie gesagt dort viele Duplo-Teile gibt und dann gab es eben diesen Anhänger hier, den man glaube ich auch bei relativ vielen anderen Autos und Lastwagen und so weiter anhängen kann um etwa 20 Cent, das habe ich schwer in Ordnung gefunden und diesen hier, der ist auch schon einige Jahre alt, den finde ich total cool, so ein riesen Truck, das ist alles ein Teil, das ist fix verschraubt. Den hat es um, glaube ich, 4,50 € gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da schlagen wir zu, weil da habe ich schon schlechtere Lastwagen gesehen, sowohl von Lego als auch von Duplo und er baut alles auf und fährt damit herum und wie gesagt, den bekommt er jetzt dann, er macht gerade sein Mittagsschläfchen. Ich habe gesagt, solange der Haul nicht gefilmt ist, wird da nichts aufgemacht, aber jetzt ist es dann soweit und wir können die große Übergabezeremonie machen. Und ihr wisst jetzt wieder, es war zwar nur ein kleiner Haul heute, im Gegensatz zu einem manch anderen Haul, den wir euch in der Vergangenheit gezeigt haben, aber hoffentlich hat er euch trotzdem gefallen. Uns würde natürlich interessieren, was ihr in letzter Zeit so gekauft habt, was ihr so baut und
ja, dann geht's ab mit diesen Teilen in unsere Lego-Stadt und ihr seht demnächst wieder Updates zum Zoo, zum Hochhaus und diversen anderen Projekten. Und Tim hat auch was zu spielen natürlich. Und Tim hat zum Glück auch was zu spielen und ja, dann endet das hoffentlich nicht alles im Chaos, wie uns schon manche prophezeit haben. Nicht wahr? Wir versuchen ihn immer gut abzulenken von der Stadt. In dem Sinne, drückt uns die Daumen, dass das auch weiterhin so funktioniert. Baut auch ihr was Schönes. Und natürlich, wenn ihr Ideen habt, bitte jederzeit in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr, von euch zu lesen und wieder neue Ideen zu haben. Vielleicht auch mit den Teilen, die wir gekauft haben, damit wir nicht wieder neue bestellen müssen. Könnte durchaus sein, dass es demnächst wieder mal einen Bricklink Haul gibt, genau. Aber ja. Es dient nur zur Verschönerung unserer Stadt, ganz klar. Ja. Also macht's gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss.